Das Niflheim DLC ist die beste Content-Erweiterung für Assassin's Creed Valhalla bisher. Ihr solltet also definitiv in Assassin's Creed Valhalla zurückkehren. Wieso das Ganze so ist, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Ich habe das Niflheim DLC schon ungefähr 6 Stunden gespielt und gebe euch heute eine kleine Review, spoilerfrei natürlich. Dennoch habt ihr unten in der Timeline auch die wichtigsten Punkte, also wenn euch ein Thema besonders interessiert, dann springt einfach da gerne hin. Natürlich können wir gleich zu Beginn sagen, dass dieses DLC nicht ein neues Assassin's Creed ist oder Assassin's Creed wieder zurückbringt, sondern es ist natürlich für Valhalla, für die Mythologie ein wunderbares DLC, hat aber rein gar nichts mit Assassin's Creed zu tun und so bewerte ich das Ganze auch. Doch fangen wir mal von vorne an. Das kostenlose DLC, was für alle ab dem Patch 1.6.0 verfügbar ist, ist auf jeden Fall ein Knaller. Ihr müsst dazu eure Siedlung auf Stufe 2 haben und eine Region Grantebridge oder Leicester abgeschlossen haben und einmal in Asgard gewesen sein. Dann könnt ihr Everolds Werkstatt bauen. Und mit diesem Herren Everold könnt ihr dann die Questline starten, die zum Niflheim DLC führt. Wir kehren also zurück in die mythologische Welt von Thor, Havi und Freyja und versuchen dabei, unseren gefallenen Sohn aus Niflheim zu befreien. Ich gehe dabei nicht ganz so direkt auf die Story ein, aber das ist wirklich auch der einzige Knackpunkt in diesem DLC, denn die Tiefe von der Geschichte, von der Story ist tatsächlich nicht so hoch. Aber dazu würde ich später noch etwas erzählen, denn die größte Stärke gleicht das Ganze wieder aus, nämlich das Gameplay. Wir starten mit nichts, wir haben also keine Ausrüstung, wenn wir in Niflheim antreten und müssen in der Welt von Niflheim Ressourcen und bessere Ausrüstung sammeln, um uns besser verteidigen zu können. Wir haben in der Welt von Niflheim mehrere Areale, die mit einem Boss enden, um uns dann den Zugang zu der nächsten Zone zu gewähren. Jedes Areal bietet verschiedene Gegner und auch verschiedene Weltaktivitäten. Das Tolle ist dabei, dass wir uns in jedem Areal verschiedene Wege setzen können. Jedoch können wir uns pro Durchlauf nur für einen Weg entscheiden. Sobald wir als Beispiel die Brücke hier überquert haben, zerfällt diese hinter uns und wir können nicht mehr zurück, um den anderen Weg zu nehmen. Ja, und wenn wir halt eben den falschen Weg nehmen, dann kommen wir in diesem Areal nicht zu diesem Händler und haben es auf jeden Fall schwerer und das ist eine sehr interessante und schöne Konsequenz. Vorher in Assassin's Creed Valhalla waren ja die Entscheidungen nicht ganz so gravierend, was die Konsequenzen anging und hier ist das auf jeden Fall besser umgesetzt. Aber das ist nicht das stärkste Element vom Gameplay, denn jetzt kommt's. Wenn wir sterben, werden wir mit Story-Ausschnitten belohnt, die um Niflheim herum eine kleine Geschichte erzählen und wir können Teile der gesammelten Ressourcen aus Niflheim in unserem Lager für dauerhafte Upgrades, Fähigkeitenpunkte und mehr verwenden. Bedeutet also, wir sind in der Welt von Niflheim, finden dort ein paar Ressourcen, ein Teil davon, den halten wir nicht, einen anderen Teil davon, um es grob zu erklären, den können wir quasi mitnehmen und dann können wir uns neue Fähigkeiten holen, wir können uns Monturen holen, beziehungsweise nicht Monturen holen, sondern wir können sie upgraden, wir können uns Perks kaufen für den nächsten Durchlauf und das hilft uns natürlich in der nächsten Runde weiterzukommen und noch mehr Ressourcen zu sammeln. Das heißt also, die Motivation ist sehr hoch, wieder zurück nach Niflheim zu gehen, denn klar, wir brauchen mehr Ressourcen, um unsere Rüstung, um unsere Fähigkeiten zu verbessern, denn wir wollen es schaffen, in einem Durchlauf das Ganze zu erledigen und Hel zu besiegen und natürlich dann Balder zu befreien. Das Tolle ist aber, wenn wir zurückkehren nach Niflheim, sind die Weltaktivitäten nicht dort, wo sie vorher waren. Denn nach jedem Tod werden sie neu verteilt und zum Beispiel die Heiligtümer befinden sich an ganz anderen Positionen, die Truhen befinden sich an ganz anderen Positionen, es sind andere Gegner dort. Das heißt, man hat da ein wenig Frische. Auch die Platzierung unserer Elchschreine ist anders. Das sind die Schreine, mit denen wir unsere Lebensenergie auffüllen können, denn im gesamten DLC haben wir keine Möglichkeit, unsere Lebensenergie zu regenerieren, außer durch diese Schreine. Und auch die sind anders platziert. Das heißt, wir müssen jedes Mal unsere Strategie ein wenig ändern, unseren Weg ein wenig ändern, ja, auf der Karte gucken, damit wir genügend Lebensenergie haben, damit wir halt diesen gesamten Durchlauf einmal schaffen. Ich könnte also noch ganz viele Details erwähnen, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Ich würde dazu in einem anderen Video komplett mit Spoilern darüber sprechen. Aber wenn ihr bisher sagt, hey, danke für deine Review, deine Meinung hat mir sehr gefallen, das Video gefällt mir, dann lasst doch mal den Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos vom Niflheim DLC hören oder sehen wollt, dann lasst jetzt auch gerne ein Abo hier auf diesem Kanal da, würdet ihr mich mega supporten. Ich stecke da sehr viel Liebe und Arbeit rein und der Support
da würde ich mich freuen. Das Schöne ist ja, dass das Gameplay gut integriert ist in die Geschichte vom Niflheim DLC. Denn die Toten, die nicht im Kampf gestorben sind, die kommen dort immer wieder zurück. Wenn man dort stirbt, man kommt immer wieder dort zurück an denselben Ort. Und das ist natürlich gameplay-technisch auch so. Also wunderbare Kombination aus diesen beiden Dingen. Es wirkt einfach nicht künstlich irgendwie reingedrückt, irgendeine Mechanik, so wie im Hauptspiel. Und das, finde ich, macht das Ganze noch so klasse. Die Open World bietet dabei auch große Unterstützung, denn diese bietet eine Menge Abwechslung. Ich bin bis jetzt in Helheim, das heißt, ich habe 4 Areale durch und diese bieten wirklich mit verschiedenen Terrains und Fortbewegungsmöglichkeiten Abwechslung. Mykraland, das ist die zweite Region, hat zum Beispiel das Helfeuer, welches uns ein Zeitlimit pro Region setzt, sobald wir sie zum ersten Mal betreten. Wir können uns also nicht zu lange in einem Areal aufhalten in Mykraland. Niflheim zum Beispiel, das ist die dritte Region, hat die zerfallenen Brücken. Und natürlich in Kaltstadt, da gibt es eben diese Ketten, die zerbrechen. Und auch was die verschiedenen Ebenen angeht, gibt es da Unterschiede. In Kaltstadt ist alles relativ einfach zu begehen. Es ist relativ, sag ich mal, flach. Wohingegen in Niflheim gibt es sehr, sehr hohe Klippen. Oder in Mykraland haben wir Seile, mit denen wir uns bewegen müssen zwischen den verschiedenen Ebenen. Also da gibt es wirklich verschiedene Abwechslungen, die wirklich Frische reinbringen. Und Leute, in Helheim war ich ja noch nicht mal komplett. Das heißt also, meine Meinung dazu ist ja noch nicht mal vollständig und es kann noch besser werden. Und die Umgebung ist nicht nur einfach so platziert, damit die Open World schön aussieht, sondern diese Umgebung ist doch eingebunden in die Mythologie. Zum Beispiel in Niflheim gibt es ein Camp von Feinden und das Camp ist um eine Wurzel von Yggdrasil gebaut. Und man sieht quasi auch, wie sie daran arbeiten an dieser Wurzel. Und wenn man dann dort einen Text liest, wenn man diese Notiz findet, dann findet man heraus, dass die Leute aus diesem Camp den Saft von Yggdrasil entnehmen für Nidhogg, ja, den Drachen, dem Endboss von Niflheim, weil er diesen Saft halt benötigt. Und so, finde ich, ist es eine gute Einbindung, auch in die Mythologie und natürlich auch in die Open World und so schließt sich halt einfach der Kreis extrem gut. Was funktioniert denn also gar nicht in diesem DLC? Na, im Grunde kann man nicht so viel darüber sagen. Man kann sich halt beschweren, dass im Gameplay-Verlauf selbst nicht so tief in die Geschichte eingegangen wird von Balder oder von Havi. Vielleicht kommt das noch am Ende und wir kriegen eine Brücke zu dem Ende von der nordischen Mythologie, zu Ragnarök. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Was man definitiv sagen kann, ist, dass euch ein wenig Tiefe fehlt. Ihr solltet definitiv das Asgard DLC bzw. den Asgard Arc, das gehört ja zum Hauptspiel, ist kostenlos, den solltet ihr abgeschlossen haben, damit ihr noch ein bisschen mehr Bezug habt zur Mythologie. Außerdem muss ich ehrlich sagen, wenn ihr das Ragnarök DLC nicht gespielt habt, dann werdet ihr jetzt nicht direkt was verpassen wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht bis zum Ende gespielt. Aber ihr habt weniger Bezug zu Havi, also zu Odin. Ihr wisst gar nicht, wer ist Balder. Also ihr wisst es gar nicht erstmal. Außer ihr informiert euch außerhalb vom Spiel Assassin's Creed Valhalla darüber. Aber wenn ihr das Dawn of Ragnarok DLC nicht gespielt habt, wisst ihr erstmal nicht, wer ist Balder. Das heißt, die Grundmotivation, warum Havi da überhaupt ist, versteht ihr vielleicht erstmal gar nicht. Außerdem versteht ihr auch Havi vielleicht nicht, denn ich finde, im Dawn of Ragnarök DLC lernt man Havi sehr gut kennen. Man lernt vor allen Dingen kennen, dass er ein sehr sturer Charakter ist, sehr ehrgeizig ist und ohne Rücksicht auf Verluste seine Ziele erreichen möchte. Und so bin ich übrigens auch teilweise, to be honest, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, das lernt man nicht hier in diesem DLC, in diesem kostenlosen DLC. Dafür muss man halt die 20 € ausgeben, damit man das mitbekommt und einen besseren Bezug hat, weil dann macht das DLC natürlich noch mehr Spaß. Solltet ihr das Ganze jetzt nicht kaufen, ist es, glaube ich, auch kein Problem, denn an sich, ich habe es euch schon erzählt, das Gameplay reicht aus, um einfach Spaß zu haben bis zum Sommer, bis zu den Ankündigungen und jetzt kommen wir zum Fazit, Freunde. Denn wenn ihr Freund vom Gameplay seid, weniger Assassinen erwartet, dann heißt es für euch, ab zurück ins Spiel mit euch. Es ist kostenlos und es ist, wie ich schon gesagt hatte, die beste Content-Erweiterung für Assassin's Creed. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit Assassin's Creed Valhalla. Ich war wirklich 6 Stunden am Stück am Zocken, bis um 2 Uhr morgens und jetzt um 10 nehme ich das gerade auf. Und bin wirklich, ja, nicht geflasht, aber ich sag mal, die Suchtspirale in Anführungsstrichen, die hat gut gekickt und es hat wirklich Spaß gemacht und ich wollte gar nicht aufhören. Und das ist auch ein gutes Zeichen für so einen Content.
Das Schöne ist einfach, der Wiederspielwert ist unglaublich hoch. Es macht wirklich einfach Spaß, immer wieder zurückzukehren, seine Sachen abzugraden, die verschiedenen Bereiche zu erkunden, neu zu erkunden, andere Wege zu gehen, und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin da wirklich überrascht von, also nicht überrascht, ich war ja eigentlich schon erwartungsvoll, und die Erwartungen wurden definitiv nicht übertroffen, aber auf jeden Fall gefüllt. Ich weiß nicht das deutsche Wort jetzt davon. Und gefüllt ist ein gutes Stichwort, denn es bietet für das Hauptspiel Assassin's Creed Valhalla Fülle. Ich finde, es ist eine gute Addition zu dem Asgard-Arc, denn der Asgard-Arc war ein wenig, ja, so abgebrochen, fand ich. Es hat nicht so die ganze Geschichte erzählt. Und ich bin mir sicher, wenn ich das Spiel beendet habe, das DLC, dann wird es noch mehr Fülle bieten und hoffentlich eine Verbindung wirklich zum Eivor DLC vielleicht bieten, welches am Ende des Jahres kommen soll. Wenn ihr kein Freund von der mythologischen Seite seid, wenn ihr nur ein Assassin's Creed Spiel in purer Natur sehen wollt, wenn euch Gameplay nicht wichtig ist, sondern wenn ihr wirklich lange Story-Sequenzen hören wollt, dann ist das DLC, glaube ich, nichts für euch. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt es mal ausprobieren, ihr seid großer Fan vom Gameplay, von der Loot-Mechanik, Roguelite feiert ihr sowieso, dann kommt auf jeden Fall zurück. Und bevor wir zu meiner Bewertung kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal bewertet mit einem Drängerdaumen nach oben, da würde ich mich mega freuen. Wenn ich jetzt also dieses DLC bewerten müsste, spoilerfrei und ohne Beendigung der Story, dann wäre es eine 9 von 10 im Vergleich zu den restlichen Valhalla Content Updates. Denn hier hat mir einfach der Bezug zur Story gefehlt, beziehungsweise ein größerer Bezug zur Story. Gameplay-technisch war es aber eine 10 von 10. Doch wie fandet ihr es? Lasst mir eure Meinung mal in die Kommentare da würde ich mich freuen. Ich denke, Ubisoft hat hier einiges richtig gemacht, unabhängig davon, dass es kostenlos ist. Selbst wenn es ein DLC gewesen wäre für 15 €, wäre das auch, glaube ich, noch komplett in Ordnung gewesen. Aber lasst mir eure Meinung mal in die Kommentare da. Und vor allen Dingen bringe ich natürlich noch mehr Videos zum Niflheim DLC, ich hatte es ja schon gesagt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert und dabei die Glocke auch klickt und aktiviert. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.